Herzlich willkommen zum Weekly Update. Welcome to this edition of the Weekly Update. Wir machen weiter mit WISSENSWERTES, kurz und bündig. And so today we are continuing with our series Facts in a Nutshell. Und heute mit dem Thema Antisemitismus in der Bundesrepublik Deutschland und der DDR nach 1945. And today we are continuing on the topic of anti-Semitism in the Federal Republic of Germany and the German Democratic Republic after 1945. Das Nazi-Regime war zusammengebrochen. The Nazi regime had broken down and collapsed. Vergasungsöfen, Leichenberge, es gab Millionen von Toten. The ovens, mountains of corpses, millions of dead. In Deutschland der Nachkriegszeit wollte das niemand gesehen haben. And in post-war Germany, nobody wanted to have seen a thing. Und natürlich wollte auch niemand dafür verantwortlich sein. And of course, nobody wanted to be responsible for it. So, man sollte denken, dass mit dem Entsetzen über den Holocaust, dem Judenhass und Antisemitismus jeglicher Boden entzogen worden war. And actually, you should expect that with the horror of the Holocaust, any grounds for hatred of Jews and anti-Semitism had been removed. Aber leider war das nicht so. But unfortunately, that was not the case. Alte Vorteile lebten weiter. So the old prejudices continued on. Obwohl in der neu gegründeten Bundesrepublik Deutschland kaum noch Juden lebten. And that, even though in the newly founded German Federal Republic, hardly any Jews were still alive. Nach 1945 waren 250.000 Juden in sogenannten Lagern für Displaced Persons untergebracht. So after 1945, about 250,000 Jewish people were put into so-called displaced persons camps. Die meisten von ihnen hofften natürlich auf eine Einreisemöglichkeit nach Israel. And of course, most of them hoped to be able to go to Israel one way or the other. Von ihnen blieben nur 12.000 dann dauerhaft in Deutschland. And only about 12,000 of them remained in Germany. Und die bauten sich dort eine neue Existenz auf. And there they built a new life. Nachdem der erste Schock über die Nazi-Verbrechen in Deutschland abgeebbt war And after the end of the first shock about the Nazi crimes in Germany, und die eigene schlechte Versorgungslage nach dem Krieg in den Mittelpunkt trat, and because their own hard-upness became the center of attention in Germany, da lebten alte antisemitische Vorurteile wieder auf. and so the ancient anti-Semitic prejudices came up in full force again. 1946 gab es eine Umfrage in der US-amerikanischen Besatzungszone. As early as 1946, there was an inquiry, a poll in the American occupation zone in Germany, Und das Ergebnis war wirklich erschreckend. and the result truly was shocking. 40% der Bevölkerung waren nach wie vor Antisemiten. 40% of the population were still anti-Semites at the time. Weitere 22% waren Rassisten. Another 22% were racists. 19% waren Nationalisten. 19% were nationalists. Nur von 20% kommt man sagen, dass sie in irgendeiner Weise frei waren von Vorurteilen. And only of about 20% of the population you could say that they were one way or the other free of prejudices. Und vor diesem Hintergrund erklärte der Militärgouverneur John McCloy im Sommer 1949. And that was the background of the declaration that John McCloy, the US military governor, did in Germany in the summer of 1949. Er sagte, der Umgang Deutschlands mit den Juden wird ein Prüfstein für seine Anerkennung in der Weltgemeinschaft sein. Who said that the way Germany was treating the Jews was going to be a testing mark for Germany, how much it would be recognized in the world community. So, wir schauen uns nur die unterschiedlichen Lagen in der Bundesrepublik Deutschland und in der damaligen DDR bis 1990 an. And now today we want to take a careful look at the different situations in the Federal Republic of Germany and the GDR up to 1990. Also beginnen wir mit der Bundesrepublik Deutschland. So let's begin with the Federal Republic of Germany. Alle neu und wieder gegründeten Parteien verurteilten die Verbrechen der Nationalsozialisten. All the newly founded or founded again political parties actually denounced the crimes of the National Socialists. Und für den ersten deutschen Bundeskanzler Konrad Adenauer gehörte das zur Staatsräson. And for the very first German Chancellor, Konrad Adenauer, this was the basic reason of state. Erstaunlicherweise war die israelische Regierung sehr früh bereit, diplomatische Beziehungen mit der deutschen Regierung aufzunehmen. And it is amazing to see that the Israeli government was at a very early stage was really willing to take diplomatic relationships with Germany once again.
Also in der Bundesrepublik Deutschland wurde der historischen Aufarbeitung wie auch der Aufklärung der Schuld des Nationalsozialismus auf nationaler und politischer Ebene eine große Bedeutung beigemessen. So, in the Federal Republic of Germany, the working through of the past on a historic level and also the teaching on the guilt of National Socialism, both on national and political level, was considered to be very, very important. Aber meistens blieb es dann auch dabei. But actually, most of the time, that was about it. Weil die aktive und passive Schuldgeschichte der deutschen Familien wurden ausgeblendet. Because the active or passive history of guilt in the average German family was just pushed aside. Oder man verdrängte es oder man hat es bewusst beiseite geschoben. It was either repressed or consciously just left out of everything. Und bei der Aufarbeitung der Kirchen sah es einfach ähnlich aus. And with the working through of the church past, it was quite similar. Ein gutes Beispiel dafür ist das Stuttgarter Schuldbekenntnis der EKD von 1945. And a very good example for this is the so-called Stuttgart Confession of Guilt by the Lutheran Church, which was issued in the year 1945. So, ich zitiere hier zwei wichtige Auszüge. And let me quote you two important parts of it. Mit großem Schmerz sagen wir, The declaration says, "It is with great pain that we declare, durch uns ist unendliches Leid über viele Länder und Völker gebracht worden. we have brought insurmountable suffering over so many nations and peoples. Wir klagen uns an, dass wir nicht mutiger bekannt, treuer gebetet, nicht fröhlicher geglaubt und nicht brennender geliebt haben. And we accuse ourselves for not having confessed more boldly, for not having prayed more faithfully, for not having believed more joyfully, and for not having loved more ardently." Und wenn man sich die Sätze genauer anschaut, But when you look at those statements a bit more carefully, da sahen sich eben die Verfasser der Kirche in einer Opferrolle. you will discover that the authors saw themselves and the church in the role of a victim. Eine Opferrolle, die nur unter Lebensgefahr sie Protest wagen konnten. Victims who only were able to voice their protest under danger of their own lives. Also schauen wir uns das zweite Zitat nochmal But an. let's take a look at the second quote. Wir verurteilen insbesondere die Geiselmorde und den Massenmord an den deutschen und polnischen Juden. We strongly reject and especially accuse the murders of the hostages and the mass murder of the German and Polish Jews. Und das Zitat geht weiter. And the quote continues. Wir Christen in Deutschland haben sehr darunter gelitten, dass solche Dinge den deutschen Namen schändeten und die deutsche Ehre befleckten. We as German Christians have suffered so much that these things were done in the name of Germans and they defaced the honor, the German honor. Und wenn wir uns das jetzt auch noch mal genauer anschauen, And taking a really careful look at this quote, wurden hier Reich später immer wiederkehrende Argumentationsmuster der Kirchen und Freikirchen im Umgang mit der Aufarbeitung deutlich. we actually find three lines of argument that become visible over and over again, even at a later stage, used by churches and free churches when they deal with working through the past. So, das erste Argumentationsmuster: So the first line of argument, Die Kirche wurde so dargestellt, als habe sie als Ganze wenigstens manchmal gegen Unrecht protestiert. said that the church is actually portrayed that on the whole, at least every now and then, they protested against the injustice. Aber sie sind vom Staat, so sagen sie, wären sie gehindert worden. But it claims that they were prevented to do so by the state. Aber verschwiegen wurde, dass meist nur einzelne Christen, einzelne Protestanten gegen den Holocaust und Judenmord aufgestanden sind. But what they do remain silent about is that the fact that it was only very individual, either Protestant believers or other Christians, who stood up against the Holocaust and murder of Jewish people. Und das zweite Argumentationsmuster, And the second line of argumentation, da sagt es, die Maßnahmen der Nazis gegen die Kirche wurden den Judenmord in einer Reihe aufgezählt. is the fact that the measures the Nazis took against the church, they are named in one breath with the murder of the Jews. Also man sah sich eher als Opfer neben
Opfern und nicht als Mitläufer, Mittäter oder schweigende Mitwisser. So the way the church saw itself was rather one victim next to other victims and not as co-laborators, as co-guilty people, as people who remained silent in the full knowledge of what's happened. Man sah sich als Opfer statt als Mitverursacher des Holocaust. So the church considered itself more a victim than actually one of the reasons also for the Holocaust. Und das dritte Argumentationsmuster, And the third line of argument da kam einfach eine spezifische Schuld der Kirche einfach nicht vor. says that a specific guilt of the church was never even mentioned once. Also ihren Anteil am Aufstieg der Nationalsozialisten und den Zusammenhang zwischen kirchlichen Antijudaismus und Antisemitismus wurde nicht genannt. So they never once named their part in the rise of National Socialism and the connection between church anti-Judaism and anti-Semitism is just something that was never even mentioned. Und stattdessen redeten die evangelischen Bischöfe, indem sie sich traditionell mit Nationalsozialismus solidarisiert haben. Instead, the bishops spoke about the traditional solidarization with National Socialism, Sie sprachen über die Kränkung der deutschen Ehre. and saying this was actually an insult to German honor. Also es gab weitere wichtige Ereignisse, die in der Bundesrepublik die Nazi-Aufarbeitung an die Öffentlichkeit brachten. But there were a few events that actually brought forth the complete public eye to the facts that the Nazi era needed working through. And that happened in Western Germany. Und zuerst war es der Eichmann-Prozess 1961. And first of all, of course, it was the Eichmann court hearings in 1961. Die zweite wichtige Markierung waren die Auschwitz-Prozesse in Frankfurt ab 1963. And the second important landmark were the Auschwitz cases in Frankfurt in 1963. So beide Prozesse führten zu einer vertieften Auseinandersetzung und Wahrnehmung der Bevölkerung des Holocaust. And so both of these court cases actually led to an awareness among the general population and the fact that they started thinking about the Holocaust. Und sehr wichtig war die Ausstrahlung der Serie Holocaust, die Geschichte der Familie Weiß im Jahr 1979. And of course, another very important landmark was the TV series Holocaust, the story of the family Weiss, which was aired in 1979. So diese Serie markierte einen wichtigen Meilenstein in der deutschen Erinnerungskultur. And this series was an important landmark in German memory culture. So dieses mediale Ereignis führte zu einer vertieften Beschäftigung der Öffentlichkeit mit dem Massenmord an den Juden. And so actually this media event caused the public to truly think about what the mass murder of the Jews actually meant. Aber es gab ebenso auch heftige Reaktionen bei der Bevölkerung. But on the other hand, it also caused quite drastic reactions among the population. Weil der latente Antisemitismus war noch nicht verschwunden. Because all of this latent anti-Semitism had not gone away yet. Und er pendelte sich bei Umfragen bei rund ungefähr 20% der Bevölkerung ein. And then the inquiries showed that more or less in the population it turned around to be about 20% who welcome these kind of attitudes. Und neben allen Erscheinungsformen des Antisemitismus entstand parallel der sogenannte sekundäre Antisemitismus. And next to all other forms of anti-Semitism, there was the parallel phenomenon of the so-called secondary anti-Semitism. So die Erscheinungsformen waren das erste die Holocaust-Leugnung. And so this actually had different shapes and appearances. First of all, it was the Holocaust denial. Und das zweite, dass man die Schuld eben abwehrte und von sich abwies. And the second thing was a rejection of guilt, saying, no, it wasn't us. Und das dritte war die Relativierung des Holocaust und dass man ihn aufrechnete gegen andere Verbrechen. And the third point was a downplaying of the Holocaust and actually wanting to calculate the gravity against other crimes. So schauen wir mal auf das Jahr 1967. And now let's take a look at the year 1967. Inzwischen war natürlich Israel schon längst gegründet worden. Of course, in the meantime, the state of Israel had been established. Und das war jetzt das Jahr des Sechstagekriegs. And that was the year of the Six-Day War. Und da änderte sich bei dem linken politischen Flügel die Haltung gegenüber Israel. And actually, that was the time when the left-wing political spectrum changed their attitude towards Israel. Dieser Zeitpunkt markierte einen Paradigmenwechsel zu einem linken
Antisemitismus. Because that was the time when the left-wing political sphere changed to a left-wing anti-Semitism. In der DDR galten der Antisemitismus und die Schrecken des Holocaust als ein reines Werk des Nationalsozialismus und des Faschismus. In the GDR, on the other hand, anti-Semitism and the horrors of the Holocaust were considered to be a pure problem of National Socialism and fascism. Und klar, die Schuldigen sah man allein in der Bundesrepublik. And of course, those who were responsible and guilty were found exclusively in the Federal Republic of Germany in the western part. Und so die Gründung des Staates Israel 1948 führte für die Juden in der DDR, aber auch im Ostblock insgesamt zu einer Verschlechterung ihrer Lage. And when the State of Israel was founded in 1948, this led to a worsening of the situation for the Jews in the GDR, but also in the entire Eastern Bloc. Weil irgendwie hatte man die Hoffnung auf ein sozialistisches Israel. Because somehow they'd had the hopes for a socialist Israel. Aber als diese Hoffnungen verschwanden, But with the vanishing of this hope, unterstützte die Sowjetunion die arabischen Staaten und verurteilte Israel als einen imperialistischen, von den USA gesteuerten, aggressiven Staat. but the more these hopes vanished, the Soviet Union started supporting the Arab states and actually denounced Israel as an imperialist state governed or manipulated by the United States. Und klar, die DDR folgte dem außenpolitischen Kurs Moskaus. And of course, the GDR followed the foreign policies of Moscow. Und so kam es in der SED zu Säuberungen und Ermittlungen gegen die sogenannten zionistischen Agenten. And so in the Socialist Party of Eastern Germany, there were cleansing processes and there were court cases against so-called Zionist agents. Jüdische Gemeinden wurden durchsucht. Jewish communities were searched. Und wurden gezwungen, Israel öffentlich zu verurteilen. And they were even forced to denounce Israel, the state of Israel, publicly. Und bis 1952 flohen über 1000 Juden aus der DDR in den Westen. And by 1952, over 1,000 Jews had fled the GDR to come to the West. Und in der DDR lebte nach 1945 einfach der Antisemitismus fort. But of course, in the GDR, anti-Semitism was alive and well even after 1945. Unter den SED-Funktionären waren traditionelle antisemitische Stereotype über den reichen Juden als Klassenfeind weit verbreitet. Talking to people in the party leadership there, it was quite common to hear anti-Semitic stereotypes like the rich Jew as the class enemy. Natürlich nahmen Nazis hochrangige Ämter in der DDR, wie zum Beispiel in der Stasi, ein. And of course, former high-ranking Nazis were also found in important offices in the GDR, for instance, in the Secret Service. Es kam in der DDR zu antisemitischen Gewalttaten. And also in the GDR, they had violent anti-Semitic crimes. Und erst im April 1990 bekannte sich die 10. Volkskammer zur Mitverantwortung für die nationalsozialistischen Verbrechen. And it was only in April of 1990 that the 10th parliament, so-called parliament of the GDR, actually confessed that there was a kind of responsibility for the National Socialist crimes. Und es war so etwas wie eine Wende zu einer israelfreundlichen Politik gegen antisemitische Diskriminierung. And it was kind of a turning to a more Israel-friendly politics and against anti-Semitic discrimination. So, in meinem letzten Buch Erhebe die Stimme und werde Licht, da schreibe ich über einige wichtige Prinzipien der familiären Aufarbeitung. In my most recent book, Raise Your Voice and Be a Light, I am writing about certain important principles about working through family history. Und diese Prinzipien, die sind bis heute grundlegend wichtig. And these principles are so important right to this very day. Und ich empfehle das Buch als Lektüre. And I want to recommend you read this book as your book for the holidays. Und dazu gehören eben Betroffenheit zulassen. And one of the important points is allow the truth to cut you and pierce you. Der zweite Punkt ist, dass wir bereit sind, die Wahrheit wirklich auszusprechen. And secondly, we need to be willing to speak the truth. Und der dritte Punkt ist, dass wir die Schuld anerkennen und aussprechen und bekennen. And thirdly, we need to recognize our guilt and confess it. Kirchen und Freikirchen wurden durch den 2000 Jahre alten
Antisemitismus zu Wegbereitern des Holocaust. So it was churches and free churches who, because of the 2000 years of anti-Semitism, became pathbreakers for the Holocaust. Und wir Christen tragen bis heute eine Verantwortung. And we as Christians have a responsibility to this very day. Und in Form von Gleichgültigkeit und inneren Vorbehalten oder auch hinter Israel-Kritik versteckt sich bis heute noch das Gift des christlichen Antisemitismus. Because we see that behind indifference, behind inner prejudices, or even behind criticism of Israel, the poison of Christian anti-Semitism is still there today. Und ich bin der Meinung, wir müssen etwas damit machen. And I am convinced we need to do something about this. Und ich ermutige Kirchen und Gemeinden, ihre ganz persönliche Geschichte aufzuarbeiten. And I would like to encourage churches, congregations to work through their very personal, their very own history. Lasst uns die Decke des Schweigens darüber zerbrechen. So let us break the veil of silence over our churches. Lasst uns aktiv unsere Stimme gegen jede Form von Antisemitismus und Judenhass erheben. And let us be active to raise our voices against any form of anti-Semitism and hatred of Jews. So, nächste Woche spreche ich über das Thema Antisemitismus in der Bundesrepublik Deutschland ab 1990. So next week in my weekly update, I will be speaking about anti-Semitism in Germany after 1990. Also nach dem Mauerfall. So that is after the fall of the wall. Du kannst mir gerne auf den Social Media folgen und meine Lehre und Inputs dort anschauen. And you're welcome to follow me on social media or to watch my teaching there. Und zuletzt markiere das Datum vom 11. bis 14. Mai 2021. And last but not least, mark the date on your calendar from the 11th to the 14th of May 2021. Da wird der March of the Nations in Israel stattfinden. Because that will be the March of the Nations in Israel. Wenn uns die Corona-Zeit das erlaubt, und das hoffe ich, dass das bis dahin möglich ist, Well, if COVID-19 allows that, and I do hope it will be possible by then, dann können wir uns dort wiedersehen. we will see you there. Und am besten melde dich direkt an und informiere dich darüber. So the best thing is register now and get information. Ich freue mich, dich das nächste Mal wiederzusehen. Bis dann. Tschüss und Ade. Looking forward to seeing you again next time. Take care and bye-bye.